50 cm in einem Camper mehr zu haben, das ist Luxus. Luxus. Wir gehen zusammen campen und das kann man sehr luxuriös machen oder auch extrem minimalistisch. Und wir testen jetzt in den nächsten Tagen einen sogenannten Mini-Camper. Den habe ich selber noch nie gesehen. Wir gehen mal angucken. Okay, das ist er. Der hätte ich mir echt größer vorgestellt. Kriege ich da überhaupt alles Gepäck rein? Das sieht ja schon mal interessant aus. Nach sehr viel Tischen, Auszügen, Schubladen. Meint ihr, die Matratze reicht? Okay, also das wird auf jeden Fall eine spannende Abenteuergeschichte hier. Auf mich wartet das Abenteuer Minicamper. Los geht's mit diesem Hochdachkombi bei mir zu Hause in Mainz. Die erste Station ist in Niedermoor, im Garten einer sehr netten Familie. Über einen alten, verlassenen NATO-Bunker, ein richtiger Lost Place, geht es zur Campinginsel in Hatzenport, wo ich andere Minicamper treffe. An der Dasburg habe ich eine zündende Idee für meine letzte Station. Vorher übernachte ich noch bei einer Obstweinkellerei in Eschfeld. Den krönenden Abschluss macht dann die wunderschöne Stadt Luxemburg. Ja, los geht die Reise und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten paar Tage werden. Ich werde auf jeden Fall unterschiedliche Campingplätze testen, also nicht diese ganz großen, sondern eher kleine, versteckte und auch ein paar Geheimtipps. Und ich werde andere Minicamper treffen, die mir mal ihr Auto zeigen. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Modelle. Wird auf jeden Fall ein schönes Abenteuer. Das erste Ziel ist gar nicht so weit weg, aber der Stellplatz ist schon mal was ganz Besonderes. Schau mal, ein kleines Campingauto. Da bin ich gespannt. Hallo. 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 Wo kann ich mich denn hinstellen? Such dir einen Platz aus. Wo ich will. Ja. Gut. Gut, bis gleich. Ja. Das heißt, also wann habt ihr denn diesen Campingplatz? Also ist ja kein Campingplatz eigentlich, oder? Das ist einfach nur euer Garten. Genau, ein riesengroßer Garten. August 23 schon mal angefangen. Ah, okay. Und ihr seid jetzt bei Alpaka Camping, da habe ich euch gefunden. Ja. Wie seid ihr denn drauf gekommen, das da zu machen? Komischerweise kriege ich eine E-Mail. Von wem? Von Alpaka Camping. Also Okay. eine Werbung. Und dann habe ich mich dort eingelesen, habe gedacht, Alpaka, ich kann das nicht. Na gut, und dann habe ich mich bei Alpaka registriert. Und dann kamen schon die ersten Camper kurz danach. Das heißt, ihr hattet dann Lust, einfach zu sagen, komm, wir machen mal hier, wir haben den Platz. Ja. Da können jetzt Leute kommen und ihren Camper Kennen wir hinstellen. Genau, so Ja, war das. so. Für die Ja. Durchreisenden oder wie auch immer, ne? Dass sie dann eine Nacht hier verbringen können. Und den meisten gefällt es so gut, dass sie dann sogar noch ein bisschen länger bleiben. Ja. Wir brauchen gar nicht in Urlaub gehen. Die kommen alle zu uns, haben wir jeden Tag Urlaub und immer wieder neue Leute lernst du kennen. Nee, ist wirklich toll. Ja. Willst du mal füttern? Ja, klar, auf jeden Fall. Hast du nichts mehr übrig gelassen? Ja. Ich hol noch mal mehr, kannst du sagen. Hier geht es direkt richtig familiär zu. Guck mal, da kommt schon der Große. Nicht so anonym wie auf großen Campingplätzen. Kann man das essen? Ja. Hi. Hallo Dominik. Hi. Willkommen Servus, Stefan. Hallo, Christine. neben Hi, meinem Dominik. Camper. Warst du schon mal hier? Ich war noch nicht hier. Ah, ihr kennt euch gar nicht? Nee. Ah, okay. Nee. Das heißt, du bist offiziell von Alpaka Camping Ja, das ist richtig. und guckst dir jetzt zum ersten Mal hier den Platz an. Ich schaue mir jetzt mal an, was ihr hier so treibt. Was ist euch wichtig so an Kriterien? Also gerade Fläche, Gras und das war's? In der Regel war es das erstmal, denn es ist so ein bisschen zurück zum Ursprung, so die Mentalität und die Idee dahinter. Wir wollen ja nicht den klassischen Campingplatz abbilden, sondern ein Alternativangebot für die Leute schaffen, die eben was anderes als den klassischen Campingplatz suchen. Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Weil es gibt ja so andere Portale schon wie Park4Night oder Landvergnügen oder so. Warum habt ihr gesagt, wir brauchen jetzt nochmal Alpaka Camping? Der klassische Campingurlaub der letzten 30 Jahre, das sah so aus. Ich habe mein Wohnmobil gepackt, bin 2 Wochen auf den Campingplatz gefahren, habe das da geparkt und bin da verharrt und das war's. Ich habe eigentlich nichts gesehen, aber jetzt kann ich mit diesen privaten Gastgebern vor Ort erstens die Zielregion ganz anders kennenlernen
Ihr könnt natürlich sicher coole Geschichten von genau dieser Region erzählen. Ihr kennt das viel besser. Und so kommt man natürlich auch spitze ins Gespräch. Und du kannst punktuell die Region bereisen und fährst heute irgendwie mal 10 Kilometer zum nächsten Stellplatz, 20 Kilometer zum nächsten Stellplatz oder zum Beispiel mal die ganze Mosel entlang herunter. Und somit wird das Campen dann auch wieder zu einem bewegten Urlaub, wo sich die Kulisse auch jeden zweiten Tag ändern kann. Und wie viele Standorte habt ihr jetzt schon in eurer App? Das sind so grob um die 4.500 Standorte, die man mit uns besuchen kann. Ich gehe jetzt noch mal weiter und guck mir den NATO-Bunker an. Alles klar. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ein echt interessantes Konzept. Man kann sehr spontan sein und findet ungewöhnliche Orte zum Übernachten. Ich freue mich jetzt schon auf den Abend am Weiher. Und wir fahren jetzt zu einem ehemaligen Geheimbunker der NATO. Der liegt versteckt in einem Wohngebiet, also man sieht den gar nicht so direkt. Also es ist ein richtiger Lost Place, wird auf jeden Fall sehr spannend. Hier geht das rein, oder was? Das ist ja ein Ding. Das ist ja wie aus einer anderen Welt. Aus einer dunklen Welt, ne? Das sieht ja aus. Hallo. Ich freue mich, Ja. dass wir ein Abenteuer zusammen erleben. Na, dann schauen wir mal, ne? Was ist das? Habt ihr das eingerichtet hier, oder? Das sind geschichtliche Fotos. Das ist ja ein alter Wehrmachtsbunker. Ja, Das heißt, die Wehrmacht hat den gebaut und die NATO hat ihn dann irgendwann übernommen. Die Wehrmacht hat den als Chorgefechtsstand gebaut und mit Aufbau der Airbase Ramstein hat dann die American Air Force die Anlage übernommen. Das war damals das Headquarter der American Air Force in Europe. Das war ein Sector Operation Center, die haben ungefähr 240 Leute drin gearbeitet. Ach was, echt? Und dann mit Fall der Mauer wurde dann eigentlich 1993 wurde die Anlage aufgegeben. Dann kam das Bundesvermögensamt zu meiner Mutter und hat gesagt, wir gehen in das Gelände jetzt wieder zurück. In dem Gelände war diese Bunkeranlage, die wollten sie nicht mitnehmen, die konnten sie auch nicht mitnehmen. Ja, und die haben wir dann netter Mensch dazu geschenkt gekriegt. So, hier haben wir eins von 2 Notstromaggregaten. Das ist ein Schiffsdiesel mit 92 Liter Hubraum, 600 PS. Aber die Einspritzpumpe hat sich verklemmt, die reparieren auch nicht mehr, macht fürchterlich viel Krach. Wir gehen in den hinteren Gang C, Special Restricted Area. So, das hier ist eine Handvermittlung. Ach, das ist quasi Telefon. Das ist eine früher. Telefon-Handvermittlung. Ach, guck mal. Hier hat jeder, hier saß das Mädchen oder der Gefreite vom Amt und wenn einer angerufen hat und hat gesagt, ich will Telefonnummer 350 sprechen, dann hat er den da drauf gedrückt. Die eigentliche Telefonanlage kommt aber jetzt erst später. Da kommen wir noch hin. Hier ist die eigentliche Telefonzentrale. Aha, okay. Das ist ein bisschen moderner schon. Ja, das ist eine analoge Anlage. Da gehen also armdicke Telefonkabel raus. Die waren ja mit Pentagon und mit der ganzen Welt verbunden. Das ist hier die Technik, die dazu gehört. Alles analog und hier jedes einzelne Gespräch wurde über so eine einzelnen Drehmelder hier vermittelt. Man kann sich vorstellen, was für ein Aufwand das war, sowas herzustellen, sowas zu warten. Sieht aus, als wäre da hinten eine Schatzkammer. Das leuchtet so schön. Ja, das ist. Gehört alles zur Telefonanlage. Wahnsinn. Machst du denn viele Führungen hier auch? Ja, so 2-3 Mal im Monat, meistens auf Englisch für die Amerikaner. So, hier sind wir in dem alten Air Operation Center. Sieht aus wie ein kleines Kino hier. Ja, das ist eine Projektionsleinwand. Hier haben wir 3-stöckigen Bereich, oben die militärische Führung, in der Mitte Offensive und hier unten die 4 Offiziere mit defensiven Aufgaben. Und hier vorne, wo jetzt diese Projektionswand ist, war eine große Glaswand. Das sieht man hier auf dem Foto. Hinter der Glaswand waren Spiegelschriftschreiber. Und die Spiegelschriftschreiber haben dann hinter der Glaswand auf diese Karte eingetragen, was sie gemeldet kriegen haben von den Radarstationen, die nach Osten schauen. Und hier saßen dann entsprechend die Offiziere, die das entscheiden mussten, was gemacht wird.
Das heißt eigentlich fast der wichtigste Ort hier im ganzen Bunker? Nee, der wichtigste Ort kommen wir noch hin, das ist Air Defense Operations Center. Hier haben wir jetzt rechts die Technik, hier haben wir die Klimaanlage. Das heißt, Klimaanlage? Die Klimaanlage, hier waren die Kompressoren, da oben waren einige Kubikmeter Phrygen drin. Und hier wurde die Luft gewaschen, gefiltert, gereinigt, wieder erwärmt. Und dann hier am Schluss mit einer großen Ventilator in die Anlage gepresst. Sollen wir den mal anwerfen? Hier ist doch der Hauptschalter, oder? Ganz ruhig anschauen, passiert nichts. Schade. Da hat einer eine Kette hingehängt, warum auch immer. Hier sind wir im Air Defense Operations Center. Hier waren 24/7 hohe Offiziere gesessen und haben hier diesen Bildschirm beobachtet. Das haben die natürlich mitgenommen, 2 kleine, einen großen. Und hier war die gesamte Luftbewegung bis 1600 Kilometer Richtung Osten. Also nach Moskau sind es rund 2000 Kilometer. Und wenn sich jetzt vom Osten entsprechend nicht identifizierte Objekte genähert hätten, dann hatte man von Rammstein aus oder egal wo entsprechend Abfangjäger gestartet. Die konnte man dann von hier aus entsprechend führen, je nachdem, wo die hinflogen, und konnte die entsprechend bekämpfen. Und dann darf ich noch alleine etwas rumstreunern. Hier könnte man sich auch gut verlaufen bei 2,5 Kilometer langen Gängen. Ein wirklich bemerkenswerter Ort. Jetzt aber zurück in die Gegenwart. So, raus aus dem Bunker, rein in den Camper. Es wird erstmal eine richtige Entdeckungstour gemacht. Ich nehme das Ding mal komplett auseinander. Irgendeine Abdeckung. Gibt denn auch so viel Zeug zum Campen? Zack. So, falls ich eine Pause brauche. Das ist Solarpanel. Boah, Campinglampe. Oh, das ist ja schon. Oh, Mann. Vielleicht. Oh, okay. So. Oh, guck mal. Oh, sieht der gut aus. Ja, richtig gut. Mein erster Abend mit dem Minicamper. Ja, könnte schlechter sein. Und dann die erste Nacht. Die war sehr frisch, aber ich habe ganz gut geschlafen. Am nächsten Morgen geht es weiter an die Mosel. Die Campinginsel Sonnenwert bei Hudson Port hat eine abenteuerliche Zufahrt. Das ist ja auch spannend hier. Zuerst treffe ich noch einen Botschafter von landvergnügen.de. Auf einem Stellplatz des Portals bin ich zwar erst morgen, aber er hat halt heute Zeit für mich. Hallo Stefan. Hi, hallo. Schöner Ort hier am Wasser. Ja, grüß dich. Hey, hi. Wie oft bist du denn auf so einem, sagen wir, normalen Campingplatz noch? Ja, ab und zu, ja, aber schon viel mit Landvergnügen unterwegs. Ja. Ich kannte das bisher gar nicht so, ne? Landvergnügen. Seit wann gibt es das denn überhaupt? Das gibt es ja schon über 10 Jahre. Echt? Ja. Ah, cool. Wie viele machen da mit, weißt du das? Es sind über 2100 Gastgeber in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Okay, also eigentlich ein ganz gutes Netz
um überall mal hinzukommen. Absolut. Also das ist wirklich, wenn man reist ja immer dann meistens am nächsten Tag, sage ich mal, weiter und da findet man eigentlich immer irgendwo ein Plätzchen. Aber es ist auch möglich, einfach sehr spontan zu reisen. Ne? Davon lebt auch so ein bisschen das Konzept von der Spontanität, ja, sich treiben zu lassen, einfach zu schauen, wo ist man am nächsten Tag. Das ist auch, wenn wir auf einem Platz ankommen, dann schauen wir meistens so, wo wollen wir am nächsten Tag hin, wo gefällt es uns, wo führt uns unsere Reise hin, sage ich mal. Mhm. Ja. Ich bin morgen in Eschfeld, das ist in der Eifel. Okay. Und das ist eine Obstweinkellerei. Ah. Ich bin gespannt auf die Produkte. Ja, lass dich überraschen, auf jeden Fall. Ja, und jetzt bin ich noch mit 2 Minicampern hier verabredet. Die haben auch kleine Autos und da richtig viel reingepackt. Da bin ich mal gespannt, wie die ihren Platz optimal genutzt haben. Ja, darauf habe ich mich echt gefreut. Minicamper. Hallo. Hallo. Kleines Empfangskomitee. Ne? Jawohl. Ja, wer bist du denn, ey? Hi, ich bin der Arndt. Hi, Katja. Hallo, Katja. Hi, Vanessa. Arndt. Und die 2? Mowgli und Amy. Mowgli. Das danke um mich. Ich setz mich mal dazu. Ja, Gerne. gerne. Komm dazu. Ja. Räuber. Das ist schon mal die erste Sache, die ich nicht so machen würde beim nächsten Mal. Diesen großen Stuhl mitnehmen. Mich hat er die ganze Zeit genervt, jetzt den letzten Tag schon. Weil der einfach so groß ist. So groß. Ja, aber auch bequem, oder? Er ist bequem, ja. Aber du nimmst dir halt echt viel Stauraum weg, ne? Gibt es leichtere Varianten, ja. Es gibt so Kleineres kleine so Packmaß. Die hier, zusammenklappen, oder? Das ist auch so einer, Ja. ne? Habt ihr das denn gemacht? Also seit wann habt ihr denn gesagt, ey, ich mag diese großen Camper mag ich gar nicht, kleine Camper? Bei mir war es so, ich bin quasi Camper seit frühester Kindheit. Schon mit 5 Jahren im Wohnwagen. Für mich war klar, ich will auf jeden Fall Camping machen. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich es auf eine günstige Art und Weise machen. Und dann bin ich auf Hochdachcamper gestoßen und habe mir Ausbauten verschiedene angeguckt. Und die fertigen Ausbauten waren irgendwie immer, es passte nie so richtig für mich. Da war immer irgendwas, wo ich gedacht habe, na, das hätte ich gerne anders. Ja, und dann hat sich irgendwann rausgestellt, okay, ich muss selber bauen. Okay. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt und seit 2017 bin ich jetzt mit meinem kleinen Berlingo unterwegs. Ja. Und bei dir hast du auch so eine ähnliche Geschichte, Vanessa. Bist du Ja, auch wir so sind auch schon immer Camper gewesen. Mit den Eltern tatsächlich, ja. Aber als Dauercamper auf dem Campingplatz. Und 2017 dann mit dem Camper durch Australien. Und dann war so die Leidenschaft geweckt. Und jetzt mit den Hunden war eigentlich die Idee, dass ich mal länger wegfahre zum Wandern gehen und dann übernachten kann. Wenn ich dein Auto sehe, das glaube ich ja noch nicht, dass das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich, Mit 2 ja. Hunden. Ja. Also ich habe jetzt auch seit gestern schon so viel gelernt. Wir können mal gucken, vielleicht hast du echt auch noch ein paar Tipps für mich. Schauen wir mal. Also ich bin ja grundsätzlich ganz zufrieden, dass ich schon mal eine Tasche mitgenommen habe, die flacher wird. Ne? So, weil ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht, den zeige ich dir jetzt. Jetzt kommt's. Sind wir gespannt. Er hat einen Koffer dabei. Ja. Hast du deswegen gelacht? Der hat schon einen Koffer, ja. Interessante Herangehensweise. Ich habe einen Koffer dabei. So, dieser Koffer ist so das Unpraktischste wahrscheinlich, oder? Ja. Was man mitnehmen kann beim Campen. Absolut. Wie hast du das gemacht? Also, dass du überall drankommst, wenn du dein Bett gebaut hast und so. Komm. Endlich eine Roomtour. Okay, das ist aber eher So. was ganz anderes. Ja. Guck mal, das sieht aufgeräumt aus. Ja. Ich bin ein kleiner Ordnungsfreak. Okay, aber das ist jetzt auch mal was ganz anderes. Du hast auf jeden Fall auf der Seite dein Bett. So sieht's aus. Genau. Und jetzt erklär mal. Ja, hier auf der anderen Seite habe ich dann entsprechend alles, was man unterwegs so braucht. Sprich hier eine komplette Wasseranlage. Ja, Funktioniert. funktioniert. Ja, und da kannst du bequem sitzen. Ja, tatsächlich. Ausprobieren. Ja, und das habe ich mir eigentlich gewünscht bei mir drüben, dass ich auch mal so sitze und dann tust du die Füße da vielleicht in diesen Stauraum rein. Dann hast du ja auch eine Arbeitsfläche, kannst Sachen zubereiten. Richtig, genau. Ja. Okay, und überall Stauraum für das Notwendigste. Da hast aber auch alles reingeschmissen, was du so hast. Ne? Okay. Und ich kann ihn tatsächlich in den Möbelstücken treiben. Der bleibt da stehen und da stelle ich meinen Kopf drauf. Ja.
Sonst wird es ja nicht von hinten funktionieren. So, und jetzt kommen die Polster alle wieder drauf. Und jetzt haben wir ein 1,88 Meter Bett, wo du gerne mal Probe liegen Ja. hast. Bitte schön. Und du machst aber auch dann mit Schlafsack wahrscheinlich, Ja, oder? genau. Ich habe einen Schlafsack dabei. Schön warm. Boah, das ist ja richtig. Ja, vor allem hier hinten kannst du die Füße raushängen lassen und hier hast du einen Kopf. Oder machst du es Das mache ich andersrum? variabel. Je nachdem, wie schief ich stehe, bin ich mal dort und mal dort mit dem Kopf. Okay, ja, das ist gut. Das gefällt mir. Und jetzt frage ich mich aber, Moment mal, das sind jetzt wie viel? 1,88. 1,88. Reicht für mich locker. So, Vanessa. Ja, hat man bei dir Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aussieht bei deinem Cinquecento. Ja. Ich glaub's immer noch nicht. Du bist eher so die Einrichtungsfrau, ne? Ja. Ich zeig dir das gleich alles. Ich hole mir nur schnell meine Ja. Jacke. Guck mal hier. Die Deko. Selbst die Tasse sieht schon aus wie Deko. Trinkst du aus der überhaupt? Ja. Ja? Klar. Es hat schon alles seinen Bestand hier. Okay, das ist Genau. jetzt alles ein bisschen selbst gebaut, ne? Das, Und ja, alles alles selbst selbst gebaut, ja. lüften wir mal den Vorhang. Ah, das ist Genau. der Wassertank. Okay. Das ist der Wassertank, der Frischwassertank, Abwassertank. nebendran Abwasser. Und da rechts ist Kaffee, Besteck, Cool. Und das habe ich auch gerade erst entdeckt hier. schönes Guck Anhören. mal da rüber. Der Mülleimer mit Magnet. Ja. Also, Moment, die hast du jetzt immer dabei, oder wie? die fahren mit, ja. Die waren okay. auch der Grund für den Umbau tatsächlich. So, Weil jetzt ich- zeig mal dein Reich. Ja, 2 Zimmer, Küche, Bad. so ungefähr. Also Auf hier ist das einem Schlafzimmer. Cinquecento. Da muss dann natürlich der Sitz raus, weil sonst ist da kein Platz, ist Ja. klar. Ne? Ich brauche da auch ein bisschen Stauraum, weil ich will einen Stuhl dabei haben. Ich will einen Tisch dabei haben. Okay, bau mal ein Bett. Ich baue mal ein Wie Bett. schnell brauchst du? Wie schnell geht's? 1 Minute. 1 Minute. Die Zeit läuft. Dann kommen die Matratzen daher. Hopp. So, Kissen und Decke. Und das war's. Okay, halbe Minute und das Bett steht. Ja. So. Willst du mal Probe Ja, liegen? ich liebe. Zieh mir mal die Schuhe aus, bevor ich in dein Wohnzimmer gehe. Und in dein Schlafzimmer und in deine Küche. Und überhaupt? Überhaupt, okay. Also, eigentlich nicht schlecht, gell? So. Also, sieht schon direkt gemütlich aus. Der Stoff ist auch gut. Ja. Hast du die selber, die Kissen Die habe ich selber selber genäht gemacht, und- ja. Ich will- Ja, auf dem Bauch sind Füße im Handschuhfach. Was? Wenn man auf dem Bauch liegt, sind die Füße im Handschuhfach. Echt jetzt? Ja, Du legst die Füße ich in lege das die Füße ins Handschuhfach. Ja. Okay, gut, dann lege ich mal meine Füße hier so ins Handschuhfach. So. Genau. Und dann kann man, wenn man kleiner ist als 1,70 Meter, ausgestreckt drin liegen. Ey, also, hätte ich nicht gedacht, aber es ist fast bequem für mich. Gell? Ja, Ja. schön der Sternenhimmel. Ja. Jetzt gucke ich mal, darf ich in die Fächer Du reingucken? darfst da reinschauen. Der Campingkocher Das ist der- und ein Backofen. Was? Das ist der Campingkocher. Kannst du aufklappen. 2 Flammen, weil man auch ein warmes Spiegelei möchte zu dem warmen Kaffee. Und das machst du dann hinten auf deiner Ablage? Ja, oder auf dem Extratisch, ja. Ja, ich wollte fragen, Klamotten. Klamotten sind jetzt gerade unterm Bett. Ah, Hier wo? vorne im Fußraum. Hier, da vorne? Ja, die Badezimmer? Stütze für den Lattenrost. Badezimmer und nochmal Küche, Vorratsschrank. Und wo schlafen deine Hunde? Der eine auf dem Fahrersitz, der andere im Fußraum vom Fahrersitz bei den Pedalen. Die kommen zu dir zum Kuscheln wahrscheinlich, ne? Ja, der oben liegt, kommt ab und zu mal angekrochen. Ich glaube, der kleinste Camper, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Und vor allem wahrscheinlich nur mit dem Trick, dass man seine Füße ins Handschuhfach tut. Also Ja. das ist der beste Tipp, den ich je gehört habe. Gut, jetzt musst du alles wieder aufräumen, es tut mir leid. Das ist okay. Und das darf natürlich auch nicht fehlen. Gibt es irgendwas Schöneres, als in einer lauen Sommernacht am Feuer zu sitzen?
Nee, Nee, Tatsächlich oder? nichts, nein, das gehört zum Camping dazu, ja. Aber eure Minicamper sind auch so eine Philosophie für sich, oder? Ja, ich glaube schon, man muss das Ja. wirklich wollen. Ne? Ja. Man muss mit wenig auskommen wollen, auf wenig Platz auch vor allen Dingen, wirklich so die Beschränkung auf das Wesentliche. Ist tatsächlich so ein Lifestyle, dass man das will, dieses Minimalistische mit wenig los. Man braucht ja zum Campen eigentlich auch nicht viel, ne? Gibt es da so eine Community, dass man sich ein bisschen austauschen kann? Hey, ich mach so, wie machst du es? Ich selbst bin da jetzt gar nicht so viel drin tatsächlich, habe aber auch viel Kontakt dadurch, dass ich halt auf meiner eigenen Homepage meine Ausbauerfahrungen teile. Da habe ich viel Kontakt mit Leuten, die eben auch einen Selbstausbau machen wollen. Wo seid ihr denn so unterwegs? Ja, alles in einem Umkreis von so 2-3 Stunden Autofahrt. Also ich bin meistens, ist es ein Mischmasch aus Campingplätzen, aus Stellplatzverbünden wie eben Alpaka, Landvergnügen, sowas gibt es auch im Ausland. Also ich habe ja im Grunde direkt gesagt, diese Campingtoilette, die ich dabei habe, die würde ich zu Hause lassen. Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so, ne? Nee. Also die ist absolut wichtig tatsächlich. Morgens früh, da kann man schon ganz schön Druck bekommen und dann ist es halt schön, wenn du das einfach da stehen hast oder auch mal zwischendurch tagsüber, du bist unterwegs und findest nirgendwo was, dann hast du es halt im Auto dabei. Ne? Also ich könnte tatsächlich nicht darauf verzichten, muss ich sagen. Ja, du? Ja, bei mir ist tatsächlich eine Platzfrage. Also ich habe einfach keinen Platz, die unterzubringen. Und ich plane das schon alles so, dass ich entweder auf Plätzen stehe oder diese schnellen Wohnmobilplätze habe, wo Toiletten mit dabei sind. Also ich merke schon, das ist spannend. Abenteuer-Minicamper. Ja. So ist es. So ist es. Oder? Ist wirklich ein Abenteuer, ja. Ja. Und zwar mit jedem Ausflug aufs Neue. Und ich habe viel gelernt, nicht nur in Bezug auf Hartschalenkoffer. Die zweite Nacht im Minicamper fühlt sich schon ganz gut an. Am nächsten Morgen. Ein stilechtes Camperfrühstück. Hier stehen nur viele große Camper und fast keine Minicamper. Ich will weiter. Ja. Also, das hat viel Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr da wart. Ebenso. Ich Vielen habe Dank sehr für deinen viel Besuch. gelernt. Ich weiß genau, was ich brauche, was ich nicht brauche. So ist gut. Wunderbar. Sehr Viel, cool. viel Spaß beim Camping und beim weiteren Ausbau. So, Dankeschön. Vielen Ebenso. Dank. Gute Fahrt. Ciao. Ja, auch. Ciao. Meine Tour führt mich in den Südwesten der Eifel. Ein weiteres Campingportal auf meiner Liste ist Landvergnügen. Mal sehen, was mich da erwartet. Und dann kommt mir noch was dazwischen. So, das sieht ja nett aus. Könnte ich eigentlich gleich noch mal einen Abstecher machen. Die Dasburg und ich hab Kohldampf. Luxemburg! Ja, das ist doch mal ein Ausblick. Jo. Also mein Plan ist, heute Abend werde ich nach Eschfeld fahren und dort teste ich mal das Landvergnügen, also landvergnügen.de, und werde auf einem Hof übernachten. Für morgen habe ich noch keinen Plan, aber wenn ich jetzt darüber gucke, da ist ja direkt Luxemburg
Und ich glaube, die Chance nehme ich wahr und ich werde einfach einen kleinen Abstecher machen und die Stadt mal besuchen. Ich war schon 20 Jahre lang nicht mehr in Luxemburg. Totale Idylle und mitten im Nirgendwo. Hallo. Hallo. Hallo Mechthild. Guten Tag. Ich bin da, wollte ich sagen. Ja. Also ich habe mein Auto oben, mein Minicamper, geparkt auf dem Parkplatz. Schon. Ja, gut angekommen. Ja. Ja, wunderbar. Und wie ist denn das Konzept von Landvergnügen? Also man muss, habe ich gesehen, nichts zahlen, ne? Nein, man muss nichts zahlen. Das Konzept ist so, dass halt eben dann die Leute im Hofladen was einkaufen können. Mhm. Ja, das muss man zwar nicht, aber ich will ja auch. So ein Sekko nehme ich mit auf jeden Fall. Pflaumenlikör, glaube ich. Das ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Okay, und dann wollte ich ja auf jeden Fall noch den Apfelquittensaft ohne Zusätze, naturtrüb. Camping genießen und leckere Sachen im Gepäck. Sieht gut aus. Ja, morgen geht es nach Luxemburg in die Stadt und deswegen genieße ich heute noch mal die idyllische Natur und vielleicht kommen hier auch ein paar Tiere vorbei. Wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und jetzt gucke ich mir noch ein bisschen was in der ARD-Mediathek an. Und das hier, das ist das Fernsehen und so ist privat. Meine dritte Nacht. Und ich muss sagen, für ein paar Tage geht das wirklich im Minicamper. Ja, das war es jetzt erstmal für mich mit Camping. Ich habe 3 Konzepte ausprobiert, also das Alpaka-Camping, dann einen normalen Campingplatz und jetzt hier Landvergnügen. Und das finde ich echt auch ganz cool, einfach nichts bezahlen für einen Stellplatz und dafür dann aber einzukaufen und regionale Produkte mitzunehmen und dann noch hier schön in der Natur. Also das Konzept überzeugt mich auch. Und jetzt geht es von Landvergnügen zu Luxemburg-Vergnügen. Nur etwa 70 Kilometer trennen mich von der Stadt Luxemburg. Es ist so schön hier. Wir sind in Luxemburg in der Stadt und das ist ganz praktisch hier mit Minicamper. Da kommt man überall sehr gut durch und findet wahrscheinlich auch überall einen Parkplatz. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich habe ja jetzt 3 Nächte auf dem Campingplatz verbracht, hier hinten in meinem kleinen Auto drin. Ich gönne mir jetzt was, ich bin in Luxemburg, ich will ins Hotel mal mit so richtiger Dusche. Das gönne ich mir, stelle einfach das Auto unten in die Tiefgarage ab und erkunde dann die Stadt zu Fuß. So. Luxemburg, ein weltoffener europäischer Sehnsuchtsort. Hier beginnen die berühmten Kasematten von Luxemburg. Da kann man außen lang laufen, oben und unten. Das soll sehr spektakulär sein. Und ich bin gleich nachher noch drinnen verabredet im Dunkeln. Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Wow, das ist schon schön hier. Also richtig spektakulär. Ich finde es cool hier.
Diese Lampions werde ich mir später noch einmal anschauen. Doch zunächst geht es für mich in der Unterstadt weiter. Mit dem Aufzug bin ich direkt runter ans Ufer der Alzette gefahren. Ein traumhafter Ort. Und jetzt habe ich eine Verabredung mit Pitt vom Tourismusbüro, der hier kurzweilige Führungen anbietet. Da sind wir. Das ist also ein sehr mystischer Arbeitsplatz eigentlich, den du da hast, ne? Ja, also man gewöhnt sich dran, ehrlich gesagt, aber ja. Das ist sozusagen die Wiege der Stadt. Wow, okay. Das ist richtig dick hier, dicke Mauern. Was war das früher mal? Also hier sind wir jetzt in den Überresten der Burg. Da hat man in den 60er Jahren eine Ausgrabung gemacht, hat die Reste der Burg wieder gefunden und dann hat man diese Krypta hier angelegt. Und wenn wir jetzt da hinten ein Stockwerk tiefer gehen, dann kommen wir in den Burgfried und auch in die richtigen Kasematten. Da wollte ich hin. Die berühmten Verteidigungsanlagen von Luxemburg. So, die erste. Das sind jetzt aber die Kasematten, was war früher Genau, das sind die Verteidigungsanlage. Kasematten. Hier stehen wir in den Kasematten, gucken raus. Ja. Was du da jetzt siehst, das ist die Abtei Neumünster. Das war bis in die 80er Jahre war das ein Gefängnis. Und jetzt ist es ein Kulturzentrum. Ja. Das ist jetzt wirklich so ein Tunnel, quasi, du kannst rechts und links raus. Für was waren denn diese Kasematten da? Also Kasematten, das ist eigentlich ein Tunnelsystem, das unter der Festung graben wurde. Ja. Um die Festung im Kriegsfall zu verteidigen. Das haben die hier alles, guck mal, in den Felsen reingebaut, ne? Genau, ja. Also der Felsen ist Schweizer Käse. Ja. Ist aber nicht nur hier, ist auch da gegenüber, da unter dem Gerichtshof. 23 Kilometer im Ganzen. Das ist auch so ein bisschen Stadtbefestigung, Stadtschutz. Genau. Das heißt, um die Stadt auch zu schützen. Und die konnte man auch wirklich abschließen dann quasi, ne? Abriegeln? Ja, genau. Also das wurde abgeriegelt. Also die Festung wurde abgeriegelt. Im Winter zwischen 9 und 6 war Sperrstunde und im Sommer zwischen 11 und 4 wurde die Festung komplett abgeriegelt, aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, dass natürlich die Feinde nicht sich reinschleichen konnten und der andere Grund ist, damit die Soldaten nicht desertieren konnten. Denn die Stimmung in der Festung war schlecht und es gab auch etwas Desertation. Aber wahrscheinlich gibt es total viele auch Geschichten über diese Festung, ne? Die bekannteste ist natürlich die des Grafen Siegfried und Melusina. Der hatte was mit der, oder was? Ja, der hatte was. Aha. Das ist so ein bisschen ein Wunder. Sex, Crime, Rock'n'Roll. Ja, aber Mittelalter. Ja. Also laut und himmlischer Gesang. Ja, okay. So himmlisch, dass der Graf Siegfried, als er die Stimme gehört hat, sich sofort verliebt hatte und sofort gefragt hatte, ob die Melusina ihn heiraten wird. Melusina hat zugestimmt, aber unter 2 Bestimmungen. Die erste, Graf Siegfried muss ihr hier eine Burg bauen. Die zweite, dass er sie abends alleine in ihren Gemächern baden lässt. Aber Graf Siegfried, wie Männer dann sind, wurde dann immer nervöser. Er ist neugierig geworden, genau. Ne? Hat am Anfang Wachen hingestellt, das war dann nicht mehr gut genug. Dann hat er Dienstmädchen hingestellt, war dann auch nicht mehr gut genug. Hat sich immer gefragt, was macht die denn, was macht die denn? Und dann hat er durchs Schlüsselloch geguckt. Dann haben sich ihre Blicke gekreuzt und vor Schreck hat sie die Beine aus der Wanne genommen, aber es waren natürlich keine Beine, es war ein Fischschwanz. Und Melusina hat sich so betrogen gefühlt, dass er aus dem Fenster gesprungen ist und in die Alzette. Und seitdem wurde sie nie wieder gesehen. Okay. Die Legende besagt aber, dass Melusina alle 7 Jahre hochkommt, um Luft zu nehmen. Und alle 7 Jahre macht sie einen Stich an einem goldenen Leichentuch. Und wenn das Leichentuch groß genug ist, um den Bockfelsen zu bedecken, dann geht Luxemburg unter. Das ist ja dramatisch. Ja.
Komm mit durch die Bunkertür. Ist das eine Bunkertür? Das war eine Bunkertür. Ja. Und hier, ich zeig dir hier mal was. Ja. Siehst du die? Ah, krass, okay. Das sind Spuren, wie die Kasematten gebaut wurden. Das heißt... Eingebohrt oder wie? Genau. Also hier wurde jetzt gebohrt, Schwarzpulver rein. Und dann musste man das alles Explosion, aufräumen. Genau, aufräumen und dann hast du die Kasematte. Und ja, das war eine Art und Weise, die ist auch anstrengend, aber weniger anstrengend als die andere Methode, denn das ist Spitzhacke. Ach Gott, ja. Nee, ist geil. Oh, dann steigen wir hoch. Richtung Tageslicht. Neu aus, ne? Das hier ist relativ, also die Brücke ist eigentlich von 1735. Und ja, Kann man schöne Fotos machen auch, ja? Das hier ist einer der Insta-Hotspots. Willst du einen Insta-Pick machen? Ja. Bitte. Handy? Ja, okay. So. Ein Insta-Hotspot, wo mache ich denn da? Okay, hier raus, oder was? Nein, nein, nein. Man dreht die Kamera um. Ja. So. So. Da bist du. Ja, bist du. Komm, machen wir drauf. So. Ah, okay, jetzt. So sieht das aus. Cool. Selfie in der Tasche. Gut. Jetzt machen wir noch da eins gleich. Ja, gerne. Und da geht's auch schon wieder raus, ne? Das ist jetzt der einfache Weg für raus. Also ja. Wir sind jetzt in der Mitte der Brücke. Wir können auch einmal 40 Meter runter und unter der Brücke durch und dann wieder 40 Meter hoch. Ach du, ich finde es hier eigentlich ganz schön. Ja? Ja, komm, geht da. Ich mache das jeden Tag. Dann komm. So, wieder am Anfang angekommen. Das war wirklich eine coole Tour, hat Spaß gemacht, sehr historisch, spannend. Gute Danke. Führung. Danke dir. Komm gut nach Hause. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Zurück in der Oberstadt. Hier waren doch diese schönen Lampions. Die gehören zu einem ganz besonderen Restaurant, dem Mesa Verde. Der richtige Ort für meinen Sundowner. Lucia, moin. Hallo, moin. Vielen Dank. Ja, dann grüßen. Setz dich. Ja. Setz dich in dein eigenes Restaurant. Mach ich. Prost, Mann. Prost. Das ist ja schon ein sehr, sehr besonderes Restaurant, ne? Das atmet so die Kunst. Wie kommst du auf diese Ideen, die du umsetzt hier? Das sind viele die Leute, die mit mir, wir sind so ein Kollektiv. Wir begegnen uns und dann inspirieren wir uns. Und wir haben halt einen Platz, wo wir das umsetzen können. Du bist aber auch ein Unikat einfach, ne? So wie dein Restaurant. Ja, ist mein Leben. Ja? Ja, hast du schon lange dein Restaurant? Das ist schon 35 Jahre. Ja. Ah ja. Bist du auch so ein Typ, der auch mal campt? Ich liebe Campen. Ja? Ich habe einen VW-Bus. Ich fahre nur VW-Bus, seit ich 18 bin. Ach was. Was ist da so drin in deinem Bus? Diesen hier, den letzten, den habe ich jetzt, ich hatte immer nachher California-Modelle. Und diesen hier, den habe ich in Holland ausbauen lassen. Ich habe ein Langrad genommen, damit ich 50 cm mehr habe und 50 cm in einem Camper mehr zu haben. Das ist Luxus. Ich könnte im Camper leben. Ja? Ja. Ich könnte darin leben. Ja, der Name von diesem Restaurant ist entstanden durch ein Road-Movie, das ich machte. Von San Francisco nach Colorado, um ins Mesa Verde National Park zu kommen. Und mein Auto ist im Reservat der Navajo-Indianer plötzlich mitten in der Wüste nicht mehr gelaufen. Ja. Und dann plötzlich so wirklich so Klischee, eine große amerikanische Limousine, die bleibt stehen. Und drinnen saßen dann 3 mit langen schwarzen Haaren Indianer vom Reservat, rausgestiegen, geschaut, we can fix that. 10 Minuten daran gebastelt, und weiter. Und dann habe ich gesagt, irgendwann einmal, wenn ich ein neues Restaurant aufmache, das war neben nach Brüssel, habe ich gesagt, dann nenne ich es Mesa Verde, weil ich auf dem Weg zum Mesa Verde war. Das ist eine Geschichte. Das ist Camping. Das ist ja sensationell. Ja. Richtig gut, Lucien. Cheers. Viel Spaß gemacht. Aufs Campen. Ja, aufs Campen. Und so sind wir wieder beim Campen gelandet. So ein Campingmodul in ein Alltagsfahrzeug zu bauen? Clever. Da wird ein normaler Kombi in wenigen Sekunden zum Camper. Meine Reise mit dem Minicamper, die endet hier und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall einige Campingutensilien einfach zu Hause lassen. Aber ansonsten muss ich sagen, diese Stellplätze von Alpaka und Landvergnügen, die sind richtig gut. Es ist idyllisch, es ist naturnah, es ist persönlicher als bei anderen Campingplätzen, bei den normalen.
und ist auch noch günstiger. Das hat mir richtig gut gefallen. Schöne Ruhe in der Natur. Wer sowas sucht, ist da absolut richtig. Und dieser Abstecher hier nach Luxemburg hat mir auch sehr gut gefallen. Tolle Stadt, kann ich nur weiterempfehlen. Viel Spaß bei Ihrer nächsten Expedition.